Hallo zusammen, in diesem Video werde ich einen Überblick über den Temperaturregler STC 88 Ampere und geben. Den Link zu diesem Modell werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Falls Sie interessiert sind, können Sie es über den Link bestellen. Dieser Temperaturregler ist für den Betrieb mit Kühlanlagen konzipiert. Das heißt, er wird für Kühlschränke, Gefrierschränke und Kühlgeräte verwendet und kann nicht für Heizungen, Öfen oder Heizelemente eingesetzt werden. Dies ist ein spezielles Modell für Kühlanlagen, da seine Funktionen alle auf Kühlung ausgelegt sind. Im Lieferumfang ist der Temperaturregler selbst enthalten. Er kommt in einem weißen Gehäuse. Es gibt anscheinend auch ähnliche Modelle in einem schwarzen Gehäuse. Ein Temperatursensor, eine solche Metallhülse und ein hermetisch versiegeltes, 1,5 Meter langes Kabel, das in einer robusten, dichten Gummiummantelung verläuft. Das heißt, normalerweise haben Temperaturregler dünne Kabel. Hier ist also ein zuverlässigeres Kabel dabei. Der Temperaturregler wird mit 220 Volt Netzspannung betrieben. Hier sind zwei Klemmen für den Stromanschluss. Sie sind hier separat von den anderen angeordnet. Es gibt Klemmen für die 220 Volt Stromversorgung. Ich werde ihn sofort anschließen, um zu demonstrieren, wie er funktioniert. Wir nehmen zwei Kabel, eines ist die Phase, das andere der Nullleiter. Wir schließen sie an die Klemmen an. Weiterhin haben wir Klemmen für den Anschluss des Kompressors und der Heizung. Hier ist es für die Abtauung des Kühlschranks. Wenn der Kühlschrank oder Gefrierschrank ein No-Frost-System hat und dort ein Heizelement vorhanden ist, das Eis schmilzt, das sich an den Radiatoren bildet, dann kann dieser Temperaturregler mit dem Kühlschrank arbeiten, wenn das System No-Frost ist. Hier gibt es Ausgänge für den Anschluss dieses Heizelements. Ich habe kein Heizelement zum Zeigen als Beispiel. Ich werde stattdessen eine solche Glühbirne anschließen. Das heißt, anstelle des Heizelements haben wir eine Lampe. Und wir werden sehen, wie er funktioniert. Im Allgemeinen gibt es hier drei Kontakte auf der rechten Seite. Diese sind für den Anschluss des Kompressors. Und auf der linken Seite sind die Kontakte für den Anschluss des Abtauheizelements. Als Beispiel habe ich einen solchen Kühlschrank mit einem Peltier-Element vorbereitet, um zu zeigen, wie er funktioniert. Ich habe hier eine Salipis-Pressbox erhalten, eine Art Paket. 42. Und aus dieser Box habe ich diesen Kühlschrank gebaut. 43. Das heißt, hier ist ein Peltier-Element, ein Lüfter von einem alten Computer. 44. Und ein Netzteil zur Stromversorgung dieses gesamten Systems. 45. Ich habe 46. Hier ist auch ein interner Radiator mit einem Lüfter. 47. Und als Gewicht habe ich hier hineingelegt 48. Eine Spule als Gewicht, da der Deckel schwerer ist als der Kühlschrank selbst. 49. Und zum Beispiel an diesem Kühlschrank werde ich demonstrieren, wie er funktioniert. 50. Also, was brauchen wir für diese Kontakte? 51. An den mittleren Kontakt muss die Phase angelegt werden. 52. An diesen 6. und an den 9. 53. Wir legen Phasen an, und diese gehen separat für den Kühler und für den Heizer, Abtauer. 54. Hier müssen wir also auch zwei Phasen anlegen. 55. Und die Stromversorgung kommt bei mir einfach aus dem Netz, hier 220 Volt, Neutralleiter und Phase. 56. Hier werden wir alles anschließen. 57. Wir nehmen Kabel, man kann diese Phase einfach mit Brücken von dort überbrücken. 58. Oder ich verbinde sie einfach so. 59. Drei Kabel und wir schließen sie an den Klemmenblock an. 60. Und zu jedem Kontakt wird dann ein separates Kabel führen. 61. Wenn ich die Phase anschließe, wird alles zusammen mit Strom versorgt. 62. Sowohl der Thermostat als auch der Kühlschrank und der Heizer. 63. Angeschlossen und den zweiten angeschlossen. 64. Jetzt müssen wir den Kühlschrank anschließen. 65. Das sind zwei Kabel. 66. Das orangefarbene wird die Phase sein, und das grüne Kabel ist der Neutralleiter. 67. Aber wir schließen es an den Klemmenblock an. 68. Auch der Neutralleiter für die Stromversorgung des Thermostats geht ebenfalls zum Klemmenblock. 69. Man kann sie zusammen verbinden. 70. Und der Neutralleiter vom Heizer geht ebenfalls zum Klemmenblock. 71. Das heißt, alle Neutralleiter werden direkt vom Netz angeschlossen. 72. Deshalb werde ich diese beiden zusammenzwirbeln, in den Kontakt stecken und festklemmen. 73. Und diesen Draht stecken wir ebenfalls ein und klemmen ihn fest. 74. Das heißt, alle Neutralleiter sind bereits angeschlossen. 75. Und an den Thermostat, an den Heizer, an den Kühlschrank. 76. Natürlich ergeben sich viele Kabel. 77. Und jetzt für den Betrieb müssen wir beim Einschalten des Relais das Relais für den Heizer anschließen. Hier ist es schematisch dargestellt. 81. Auf Chinesisch beschriftet, unverständlich. Man muss die Klemmen von oben sehen. Dieser Kontakt 10 ist normalerweise geschlossen.
Wir müssen an den normalerweise offenen anschließen. Die Phase schließen wir an den 8. Kontakt an. Wir stecken ihn ein und ziehen ihn fest. Die Versorgungsphase, die beim Einschalten des Heizgeräts fließt, schließen wir ebenfalls gemäß Schema an den 6. Kontakt an. Wir schließen an und ziehen fest. Alles ist bereit. Der Temperaturregler ist angeschlossen. Jetzt muss dieser Sensor in den Kühlschrank gelegt werden. Wir wickeln ihn jetzt ab und legen ihn hier in die Box. Der Sensor befindet sich innen. Bei Stromzufuhr ist der Temperaturregler angelaufen. Die Alarmanlage hat sich eingeschaltet, weil die Temperatur im Kühlschrank mit 221 Grad die eingestellte Temperatur überschreitet. Standardmäßig ist hier von 10 bis 20 eingestellt. Da es sich um einen Gefrierschrank handelt, wenn die Temperatur überschritten wird, schlägt der Alarm an. Und im Allgemeinen wird sie piepen und blinken, bis die Temperatur auf den eingestellten Wert sinkt. Wir haben den akustischen Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet. Um die Einstellungen anzuzeigen, kann man einmal auf die Tasten drücken, um den eingestellten Parameter auszuwählen und anzuzeigen. Der Pfeil nach oben ist die obere Temperaturgrenze, der Schwellenwert. -10, das heißt, wenn die Temperatur auf -10 steigt, schaltet sich der Kompressor ein, das heißt der Kühlschrank beginnt zu arbeiten. Und er wird bis -20 arbeiten, bis er abgekühlt ist. Das ist die untere Grenze. Generell kann dieser Temperaturregler im Bereich von -40 bis +50 eingestellt werden. Dieser Bereich kann eingestellt werden. Er wird in Schritten von einem Grad eingestellt und Sie können ihn dort als Weinkühlschrank verwenden. Zum Beispiel für niedrige Temperaturen, wie bei einem normalen Kühlschrank, +4, +6, oder als Gefrierschrank, -18, 19 Grad. Also, welche Temperatur wird benötigt? 122, Untergrenze, Obergrenze. 123, und mit dieser RST-Taste wird Z angezeigt. 124, dies zeigt standardmäßig 8 an. 125, das ist der Abtaumodus. 126, er schaltet sich alle 8 Stunden ein. 127, man kann ein einstellen, dann ist der Abtaumodus ausgeschaltet, oder von 0 bis 99 Stunden. 128, alle 99 Stunden wird der Abtaumodus eingeschaltet. 129, und man kann 24 oder 48 Stunden einstellen. 130, im Allgemeinen stellen Sie die gewünschten Parameter selbst ein. 131, standardmäßig sind 8 Stunden eingestellt. 132, RST ist die Abtauzeit. 133, zum Beispiel standardmäßig 20 Minuten. 134, man kann es in Minuten von 0 einstellen, wenn 0 ist der Abtaumodus ausgeschaltet. 135 oder 99 Minuten ist die maximale Zeit. 136 in Schritten von einer Minute. 137, das heißt, wir können die eingestellten Parameter durch einmaliges Drücken der Tasten anzeigen. 138, um ins Einstellungsmenü zu gelangen, muss man die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. 139, und wir sind in den Einstellungsmodus F1, F2 gelangt. 140, das sind verschiedene Parameter, die man einstellen kann. 141, das ist hier 6, also F6. 142, um F1 einzustellen, muss man die SET-Taste gedrückt halten und mit den Pfeiltasten hoch, runter die Werte durchblättern. 143, das heißt, wir halten die SET-Taste gedrückt. 144, hier, für F1 halten wir Z gedrückt und wählen mit der Pfeiltaste die Temperatur. 145, da mein Kühlschrank auf einem Peltier-Element basiert, konnte ich ihn nicht stark in den Minusbereich kühlen. 146, ich stelle zum Beispiel 10 Grad ein. 147, so, für F2 stellen wir 9 Grad ein. 148, 9 Grad. 149, und mein Kühlschrank wird im Bereich von 9 bis 10 Grad Celsius arbeiten. Bei 10 Grad 150 wird er sich einschalten, auf 9 Grad abkühlen, sich ausschalten und die 151 Temperatur in dem vorgegebenen Intervall gehalten werden. 152, das heißt, ich habe es bereits eingestellt.
153. Warum schaltet er sich oft ein? 154. Weil hier standardmäßig eine Einschaltverzögerung des Kompressors von 3 Minuten eingestellt ist. 155. Dies ist dazu da, damit der Kompressor nicht durchbrennt, nicht blockiert und die Wicklungen nicht verbrennen. 156. Denn wenn er im Betriebszustand arbeitet, Druck aufgebaut ist und man ihn dann ausschaltet und sofort wieder einschaltet, 157, kann er mit dem Überdruck nicht starten und kann blockieren und durchbrennen. 158. Wenn hier eine Startverzögerung von 3 Minuten eingestellt ist, blinkt die Schneeflocke, das ist die Startverzögerung. 159. Nach 3 Minuten, nachdem wir alles eingestellt haben, schaltet er sich ein. 160. Das heißt, wenn ich jetzt keine Einstellungen ändere, schaltet er sich nach 3 Minuten ein und funktioniert. 161. Wenn ich reingehe, eine Einstellung ändere, muss ich wieder 3 Minuten warten. 162. Im Allgemeinen gehen wir weiter, ich zeige Ihnen andere Einstellungen. 163. F3 ist die Kalibrierung des Temperatursensors. Standardmäßig steht er auf 0, man kann ihn von -5 bis +5 einstellen. 164. Da ich keine Möglichkeit habe zu überprüfen, ob der Sensor richtig anzeigt, lasse ich ihn standardmäßig auf 0 Grad. 165. Als nächstes die Einstellungen für F4, das ist unser Uptime-Modus. 166. Standardmäßig sind 8 Stunden eingestellt, ich stelle eine Stunde ein, um zu zeigen, wie es funktioniert, damit wir nicht lange warten müssen. 167. Nach einer Stunde schaltet sich der Uptime-Modus automatisch ein. 168. Das heißt, ich schalte den Kühlschrank ein, er läuft jetzt, und nach einer Stunde schaltet sich dieser Modus ein. 169. Und wir stellen auch die Abtauzeit ein. Das ist F5, wir wählen F5 und stellen die Zeit ein. 170. Zum Beispiel brauchen wir mindestens 5 Minuten. Für 5 Minuten schaltet sich die Heizung ein. 171. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert. 172 und F6 gehen wir rein und schauen es uns an. 173. Das ist die Temperatur, bei der der Alarm ausgelöst wird. 174. Dieser piepende Ton. 175. Wir können einstellen, zum Beispiel, der Kühlschrank arbeitet im Bereich 176 von 9 bis 10 Grad. Ich stelle 12 Grad ein. 177. Wenn ich zum Beispiel vergesse, den Deckel zu schließen, steigt die Temperatur im Kühlschrank. 178. Und bei 12 Grad schaltet sich der Alarm ein. 179. Das sind im Prinzip alle Einstellungen. Jetzt lasse ich ihn für 3 Minuten. 180. Und der Kühlschrank beginnt zu arbeiten. 181. Der Kühlschrank hat sich eingeschaltet. 182. Der Lüfter brummt, weil er von einem alten Computer stammt. 183. Dort ist das Lager bereits verschlissen. 184. Wenn der Kompressor eingeschaltet ist, leuchtet eine Anzeige. 185. Und die Temperatur hat bereits begonnen zu sinken. 186. Das heißt, sie wird auf 9 Grad Celsius sinken. 187. Danach schaltet sich der Kühlschrank ab. 188. Und er schaltet sich bei 10 Grad Celsius wieder ein. 189. Endlich hat sich der Kühlschrank abgekühlt. 190. Es dauerte 8 Minuten, bis diese kleine Box auf 9 Grad abgekühlt war. 191. Es handelt sich um ein 6 Ampere Peltier-Element. 192. So konnte es auf 9 Grad abkühlen. 193. Und jetzt wird die Temperatur steigen. 194. Der Thermostat schaltet sich bei 10 Grad ein. 195. Aber er schaltet sich nicht sofort ein, sondern erst nach 3 Minuten. 196. Das heißt, es gibt wieder eine Einschaltverzögerung des Kompressors. 197. Zum Schutz, das heißt, die Temperatur steigt auf 10 Grad. 198. Und nach 3 Minuten schaltet er sich wieder ein. 199. Und es gibt hier auch einen Schutz gegen Kabelbruch des Temperatursensors.
200. Wenn der Temperatursensor ausfällt oder etwas passiert, 201. Zum Beispiel, verbindet es sich so. Hier ist ein Fehler aufgetaucht. Es ist ein Bruch des Temperatursensors. Der Thermostat wird trotzdem im zyklischen Modus arbeiten. 15 Minuten arbeitet er und dann eine halbe Stunde Stillstand. Und nach einer halben Stunde schaltet er sich wieder für 15 Minuten ein. Und so wird er ständig arbeiten, bis Sie den Temperatursensor repariert haben. Der Alarm wurde ausgelöst.